Die Godot Engine 4.3 unterstützt endlich FBX-Dateien ganz nativ. Aber wie lädt man sie ins Projekt? Wie importiert man sie? Und wie lädt man sie mit GDScript oder C# zur Laufzeit? Ich bin der Truly Most Wanted und ich erkläre dir das in der heutigen Folge von ein Godot-Feature in 10 Minuten. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte. Gerne auch den Kanal abonnieren für weitere Videos und Tutorials. Und schreibt auch in die Kommentare bei Fragen, Feedback oder auch Themenwünschen zur Serie. Vielen Dank dafür und jetzt geht's los. Zuerst brauchst du ein bereits geöffnetes Godot Engine 4.3 Projekt, egal ob GDScript oder C#. In der Godot Engine empfehle ich, einen Unterordner zu machen, Rechtsklick, Create New, Folder und den nennen wir am besten mal Models. Da wollen wir unsere 3D-Modelle hineinpacken. Dann brauchst du eine FBX-Datei, die du in dein Projekt importieren möchtest. Wenn wir die jetzt importieren wollen, ziehen wir die einfach per Drag and Drop hier auf unser Godot-Projekt, einfach auf den Ordner unserer Wahl, hier in dem Fall Models. Wir lassen das Ganze los und ihr seht, dann ist das Ganze hier unten drunter importiert. Für die Sichtbarkeit dieses Videos und auch für dein Projekt empfehle ich dir hier unten den Models-Ordner mit einer Farbe zu versetzen. Zum Beispiel grün eben für diesen Ordner. Wie bei jeder Mesh-Datei und bei jedem 3D-Modell kannst du auch dort Import-Einstellungen treffen. Entweder indem du hier oben Import neben Szene auswählst, dann findest du die Einstellungen hier oben, oder du doppelklickst die FBX-Datei, dann hast du das gleiche hier auf der rechten Seite. Wie gewohnt kannst du auch links eben hier oben über die Aktionen, die Materialien, die Animationen oder auch einzelne Meshes extrahieren und diese als eigene Ressourcen in deinem Godot-Projekt speichern. Ansonsten hast du unten rechts im Bereich FBX eben hier den neuen UFBX Importer, der jetzt nativ in der Godot Engine verbaut ist und dadurch kommt auch der FBX Support zustande. Damit wir jetzt die FBX-Datei in unsere Szene bekommen, erstellen wir erstmal oben links eine neue 3D-Szene und dann können wir per Drag and Drop die FBX-Datei entweder hier direkt in den 3D-Viewport ziehen und auch hier die Funktion von Steuerung nutzen, um direkt Grid Snap zu haben, oder wir ziehen die FBX-Datei nach oben links in die Szenenhierarchie auf eine Node drauf, sodass das Ganze direkt als Children unten drunter angehangen wird. Genauso wie bei jedem anderen 3D-Modell kannst du auch hier sagen, im Dateisystem Rechtsklick und erstelle eine neue, abgeleitete Szene, wo du nochmal für alle Objekte in dem 3D-Modell hierbei Konfigurationen treffen kannst, du wie gewohnt auch hier Skriptdateien anhängen kannst. Das ist alles wie gewohnt in Godot. Aber wie importieren wir eigentlich FBX-Dateien zur Laufzeit, wenn unser Projekt schon am Laufen ist, egal ob interne Ressourcen oder extern? Ich zeige dir jetzt, wie das Ganze in GDScript und C# funktioniert. Wir machen erstmal einen neuen Ordner hier unten, den nennen wir mal direkt Scripts und da platzieren wir 2 Dateien drin. Du kannst jetzt natürlich erstmal den Ordner auch noch hier auf einer Farbe deiner Wahl machen. Ich mache für dieses Video mal hier die Farbe blau und dann sagen wir hier Create neues Script und wir nehmen mal hier den GDScript fbxloader.gd, das ist eben für die Sprache GDScript zum einen, und wenn ihr die C#-Version habt, könnt ihr dann auch hier sagen Create New Script mit der Sprache C# hier oben und das Ganze nennen wir mal hierbei C# fbxloader.cs. Um das GDScript zu bearbeiten, einfach die Datei doppelklicken. Und wir werden hier in dieser Klasse 2 Methoden hinzufügen. Und zwar einmal heißt die erste Methode hier oben Function Load Internal FBX, die nimmt einen Dateipfad an, einen String und gibt eine Packed-Scene zurück. Die Load External FBX macht genau das gleiche. Die interne funktioniert wie folgt. Sie fragt im Resource Loader nach, ob die Datei am angegebenen Pfad überhaupt existiert. Wenn dem nicht so ist, dann geben wir Null zurück, weil dann haben wir dort nichts zu finden. Andernfalls laden wir die FBX-Datei ganz normal über resourceloader.load und dann können wir erstmal auch prüfen, ist die geladene Datei überhaupt eine Packed Scene, ja oder nein. Wenn das keine ist, brechen wir ab. Ansonsten geben wir unsere FBX-Datei eben als Packed Scene zurück. Beim externen wird das Ganze ein bisschen komplexer, denn wir können ja hier verschiedene Dateipfade angeben. Zum einen den User-Pfad, zum anderen aber auch komplett normale Dateipfade eben auf unsere Festplatten und Ordner. Deswegen müssen wir zuerst den Pfad globalisieren. Dann mit dem Global Path können wir testen, ob beim File Access diese Datei überhaupt existiert. Wenn nicht, geben wir auch hier Null zurück. Dann brauchen wir ganz wichtig ein FBX-Document und einen FBX-State, und zwar ein neues leeres Objekt davon. An das FBX-Document können wir nämlich Inhalte aus Dateien anfügen. In dem Falle von unserem Global Path laden wir die Informationen aus der FBX da rein und speichern die. Da kann ein Fehler auftreten. Deswegen, wenn das nicht okay ist, dann müssen wir auch hier Null zurückgeben. Wenn die Daten angehangen worden sind, können wir die Szene generieren.
und wir erhalten dabei Zugriff auf die Root Node, also eben das Objekt, was ganz oben ist. Dann können wir diese Root Node samt seiner Children Objekte einfach in eine Packed Scene, die wir als Objekt leer erstellen, reinpacken. Dadurch werden alle Informationen von allen Nodes darunter mit da rein gespeichert. Und wenn wir hier einen Packing Error erhalten, geben wir Null zurück. Andernfalls haben wir unsere Packed Scene hier unten fertig und können die dann im Projekt nutzen. Wenn du diesen Code jetzt testen möchtest, dann habe ich hier noch für dich ein kleines Beispiel. Und zwar, ein Dateipfad wird genutzt, ein interner, mit der Load Internal FBX Methode, wo das Ganze reinkommt. Wir erhalten eine Packed Scene raus. Wenn die Null sein sollte, müssen wir abbrechen, weil dann klappt es nicht. Ansonsten können wir die Packed Scene einfach ganz normal instantiaten und wir bekommen Zugriff auf die Root Node. Und die können wir dann über die Methode addChild direkt bei uns im Szenenbaum einfach unter uns einfügen. Das Ganze wollen wir hier unten aufrufen im Ready. Und damit unsere FBX Loader Node auch direkt verfügbar ist, werden wir noch hier oben das Class-Name GDScript FBX Loader hinzufügen und dann die Datei hier rechtsklick speichern. In C# geht das Ganze sehr ähnlich. Rechtsklick auf die Datei, Open an External Program und deine IDE sollte aufgehen. Hier können wir dann auch 3 Methoden einfügen und zwar genau die gleichen wie vorher: Load Internal FBX, Load External FBX und unsere Testmethode. Der Aufbau hierbei ist genau der gleiche. Wir geben eine Packed Scene zurück, nehmen einen String-Dateipfad an und hier auch dieselbe Logik. Wenn die Ressource nicht existiert, Abbruch. Ansonsten lade die Ressource direkt als Packed Scene heraus. Beim externen wiederum ist es genauso wie in GDScript. Wir globalisieren den Dateipfad, prüfen, ob das Ganze überhaupt existiert. Wenn dem so ist, nutzen wir FBX Document und FBX State. Wir appenden aus der Datei die Inhalte daran, wir generieren die Szene und dann erstellen wir eine Packed Scene, indem wir den Inhalt einfach reingeben. Und dann am Ende geben wir auch diese wieder zurück. Das ist exakt der gleiche Code, nur eben die C#-Syntax. Und auch beim Test hierbei, ein String wird genutzt, eine Packed Scene geladen intern, wenn sie null ist, Abbruch. Und ansonsten können wir die Packed Scene instantiaten und wir kriegen die Root Node, die wir dann wiederum per addChild im Szenenbaum direkt unter unserer Node einfügen können. Und das Ganze können wir aufrufen im _ready einfach als Test. Was in GDScript das Class Name ist, ist in C# hier oben das Global Class Attribut. Das können wir erstmal hier speichern und dann müssen wir in Godot einmal hingehen und Alt B drücken oder hier unten unter MS Build hier einmal den Hammer drücken zum neuen Bilden des Projects. Er ist inzwischen ja auch hier oben rechts direkt neben dem Play-Button verfügbar. Jetzt können wir in der Szene hingehen, Rechtsklick, Add Child Node und beim Suchbegriff FBX finden wir einmal unseren C# FBX Loader und unseren GDScript FBX Loader, beide mit der genau exakt gleichen Logik. Wähle eine von beiden aus, dann haben wir sie als Node direkt hier oben in unserer Szene und wir drücken mal auf Play und dann wird das Ganze ausgeführt. Der Test ist erfolgreich, wenn wir in der Remote Scene hier oben, also im laufenden Bild, unter unserem FBX Loader nochmal unsere Untitled Scene finden. Dann hat der Code geklappt, die FBX wurde zur Laufzeit geladen und in die Szene importiert. So einfach geht's. Und damit sind wir auch am Ende der Folge. Das war alles, was du wissen musst über das Thema. Lass gerne einen Daumen nach oben, damit es dir gefallen haben sollte. Gerne auch den Kanal abonnieren für weitere Videos und Tutorials. Und schreib doch in die Kommentare bei Fragen, Feedback oder auch Themenwünschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.